Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Jawohl. Heute möchte ich gerne mit dir ein Video angucken von der lieben Patricia von Eat Your Way. Vielleicht kennst du sie. Wir haben schon mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen. Und sie hat auf ihrem YouTube-Kanal ein Video gemacht über Haferflocken. Sind sie giftig für deinen Darm? Also Haferflocken sind giftig für deinen Darm, Ausrufezeichen, so rum. Und ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ja, natürlich, guck drauf, wenn du möchtest. Thematisiere das, ist wichtig und genau das machen wir. Und deswegen setze ich mir mal eben kurz hier meinen Kopfhörer auf und dann würde ich sagen, nehme ich dich mit hier auf den Monitor hier neben mir. Das ist Patricia, eine sehr, sehr nette Kollegin, sehr sympathisch. Ich bin sehr oft mit ihr in Verbindung und ich schätze unsere Zusammenarbeit, die wir immer mal wieder haben und unseren Austausch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt steigen wir direkt in das Video ein. Ich finde die Aussage, Haferflocken sind giftig für deinen Darm, die ist schon krass. Ich habe tatsächlich mich mit Porridge sehr wieder ins Leben zurückgekämpft damals und habe immer gedacht, ich baue damit so ein bisschen meine Darmflora wieder auf. Irgendwann habe ich festgestellt, als es dann so in den Sportbereich ging, so, ja, Haferflocken sind eigentlich nicht immer nur cool. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sie darüber redet und was sie da so für Sachen von sich lässt. Ich bin gespannt. Ich muss unbedingt über dieses Thema sprechen, weil ich bekomme so viele Nachrichten täglich dazu mit der großen Frage, was Haferflocken mit unserem Darm anstellen und warum Haferflocken so ungesund sind. Und das wirst du in diesem Video verraten. Ich verrate. Das heißt, sie sagt jetzt schon mal, Haferflocken sind ungesund. Ich bin gespannt. Sind Haferflocken wirklich so schädlich für unsere Darmflora, wie es im Moment immer wieder gesagt wird? Im Titel ist ein Ausrufezeichen. Finde ich cool. Das Ganze hat übrigens vor ein paar Monaten begonnen. Ich war nämlich im Skiurlaub und bin da beim Skifahren und hatte dann. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ne, wenn ihr ihr auf Instagram folgt, was ihr tun solltet, alle Links unten drunter, dann müsst ihr mal schauen, wie die wohnt und wo die wohnt. Das ist schon traumhaft. Als ich in der Gondel saß und habe mir einige Kommentare durchgelesen auf Instagram. Und da stand ein Kommentar: Du nennst dich Darmgesundheitsberaterin, aber hältst diese giftige Haferflocken in die Kamera. Der Gesundheitsbereich ist an manchen Stellen tatsächlich auf Instagram und in den sozialen Medien tatsächlich ein bisschen anstrengend, muss ich ganz klar sagen. Als ich angefangen habe mit Ich und mein Kron, bin ich aus der Fotoszene hier rübergekommen. Und da war es ja auch schon so, wenn du Nikon-Menschen sagst, hey, eine Canon-Kamera ist was total Tolles, dann hast du den Shitstorm auf deiner Seite und dann, wirst du halt auch so angegangen. Im Gesundheitsbereich habe ich festgestellt, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist, ich weiß noch, als ich angefangen habe auf Instagram und für Ich und mein Kron zu posten, dass ich dann angefangen habe, so ein paar Rezepte online zu stellen, was tut mir gerade gut, warum esse ich denn jetzt gerade Tofu, was mache ich denn? Und ich habe da, gerade bei Essen, ich habe da Kommentare bekommen. Wie kannst du das zu dir nehmen? Wie kannst du einem CEDler sagen, er soll Tofu essen? Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach nur gezeigt, ich esse gerade Tofu. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen aus der Ernährung, die auch wirklich eine Ausbildung in dem Bereich haben, aber Menschen, die sich entscheiden, mit Ernährungssachen in die Öffentlichkeit zu gehen, ein Thema, was total emotional ist, ich möchte das Postfach nicht sehen. Ich möchte das Postfach nicht sehen. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Patricia, lass uns mal gemeinsam dein Postfach durchgehen. Filter mal. Und ich habe mir dort schon gedacht, Haferflocken, wirklich so ungesund.
Und ich habe mich dann auch begonnen, damit zu beschäftigen und habe das Thema wirklich mal ganz genau angeschaut, weil grundsätzlich kann man sagen, dass Hafer sehr gesund ist für unsere Darmflora, für unser Darmmikrobiom. So habe ich es auch gelernt. Alles andere als ungesund ist. Aber ich werde es jetzt genau hier erklären, welche Gründe auch genannt wurden, warum Haferflocken ungesund sind und ob Haferflocken wirklich vielleicht sogar ungesund sind. Ich höre Als Ausrufezeichen. Grund Nummer 1, was ich gelesen habe, warum Haferflocken so schädlich sind und ungesund sind, ist, dass sie nicht lange sättigen. Und ja, ich kann grundsätzlich sagen, dass einige Mischungen oder wenn man jetzt beispielsweise eine Stopp! Warum geht denn hier meine Tastatur nicht? Nicht lange sättigen ist tatsächlich etwas, wo ich am Anfang gedacht habe, doch, es sättigt mich für den halben Tag. Ich habe morgens immer meinen Porridge gemacht, logischerweise mit Hafermilch oder Wasser manchmal und habe das Ganze aufkochen lassen und ich war satt bis mittags. Allerdings hatte ich damals noch eine künstliche Ernährung und ich hatte einen sehr geringen Umsatz, Gewichtsumsatz, Körperumsatz, denn ich habe da ja nicht viel gewogen. Und ich glaube, dass es so ist, dass ich deswegen sehr lange satt war. Erst später habe ich festgestellt, wenn ich mir mein Müsli zubereite, Porridge mache ich gar nicht mehr so oft, aber morgens so eine Schale mit ganz vielen Sachen da drin, unter anderem auch Haferflocken. Da habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass mich das nicht mehr so sättigt auf lange Zeit, sondern dass ich durchaus nach 2-3 Stunden schon wieder Hunger hatte. Das hat mich damals ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil ich es ja erst anders erlebt hatte. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingelesen und deswegen ist es so spannend, denn ich bin, glaube ich, nicht der Erste, der diese Erfahrung gemacht hat. Und das ist schon ein spannendes Thema. Und ja, ich kann grundsätzlich sagen, dass einige Mischungen oder wenn man jetzt beispielsweise eine Fertig-Porridge-Mischung im Supermarkt kauft, dass diese Haferflocken, wenn man es jetzt einfach alleine nur mit Wasser oder Milch zum Porridge macht, dann kann das sehr gut möglich sein, dass das nicht so lange sättigt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich nur Haferflocken essen würde am Morgen, ich hätte nach 2 Stunden wieder Hunger. Aber hier geht es vor allem auch immer darum, dass man jetzt gerade beispielsweise bei einem Porridge oder wenn man auch Haferflocken einfach mit Milch oder pflanzlicher Milch isst, dass man da noch Add-ons dazu tut, also noch weitere Lebensmittel hinzufügt, ja. Ich mache da zum Beispiel Banane rein, dann kommt da noch meistens so ein paar ungesüßte Kelloggs mit rein und also glutenfreie, so Mais-Kelloggs. Und dann kommt da noch Heidelbeeren kommen mit rein, es kommen Nüsse mit rein, meistens so ein bisschen Walnüsse und Cashewnüsse, einfach als Proteinquelle und Omega-3-Quelle. Und dann mache ich das Ganze mit Joghurt, ich wollte ihn jetzt nicht nennen von der Marke, mit tatsächlich veganem Joghurt, der auch ungesüßt ist. Da achte ich immer drauf. Und wenn ich höre, fertiges Porridge, bitte nicht, bitte nicht. Die Sättigung auch noch verbessern. Beispielsweise Nüsse, Nussmus, Hanfsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen. Amaranth ist auch sehr cool. Amaranth ist ja so gepufftes Amaranth, hat sehr viel Eisen und das ist auch ganz gut. Sag ich jetzt mal so. Ich bin gespannt, ob Patricia irgendwann unten drunter schreibt, völliger Quatsch, was der erzählt, aber danke, dass du auf dieses Video reagiert hast. Man weiß es nicht. Vielleicht noch ein bisschen Obst. Ich bin Sozialarbeiter und systemischer Coach. Ich bin kein Ernährungsberater. Das ist sie. Beispielsweise auch noch Zucchini und Karotten ins Porridge geben, was auch immer. Was ich dir damit aber sagen möchte, ist, dass für mich nicht ein Grund, Haferflocken als giftig zu betrachten und zu sagen, dass Haferflocken grundsätzlich schlecht sind, weil ja, grundsätzlich geht es immer um die Kombinationen bei Lebensmitteln und meiner Meinung nach ist es einfach total falsch,
das Lebensmittel dann per se so als ungesund zu betiteln. Aber ich werde dir noch weitere Gründe verraten, die meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen mehr aussagen. Kommen wir zum nächsten Grund, der häufig genannt wurde, dass Haferflocken sehr stark verarbeitet sind und nicht die Nährstoffe enthalten, die quasi angegeben werden. Und das stimmt zu einem gewissen Teil, dass Haferflocken natürlich verarbeitet sind und dass Haferflocken nicht einfach so aus dem Boden entstehen und da sind sie. Das ist ja klar, dass es ein verarbeitetes Lebensmittel ist, wenn man das wirklich jetzt mal so betrachtet. Aber ganz ehrlich, wenn wir das einfach mal pauschal beachten und dann alle Lebensmittel betiteln würden, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass wir 95% der Lebensmittel als verarbeitet essen, weil grundsätzlich, du kannst es ja selber auch noch verarbeiten. Also ich wollte gerade sagen, verarbeitet heißt ja nicht Schlechtes. Also ist ja jetzt erstmal nicht Schlechtes, wenn ich etwas verarbeitet habe. Wenn ich mir jetzt mein Müsli selber anmische, aus den einzelnen Komponenten, dann habe ich das ja selber verarbeitet. Esse ich fertiges Müsli, dann muss ich die industrielle Verarbeitung von meiner eigenen Verarbeitung unterscheiden. So sehe ich das. Also Verarbeitung an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja, finde ich ein schwieriger Punkt, wenn man jetzt einfach ein so natürlicheres Lebensmittel als so stark verarbeitet anschaut und dann noch behauptet, es hat keine Nährstoffe mehr. Klar, in jedem Verarbeitungsschritt werden Nährstoffe reduziert. Stimmt nicht immer, das muss ich auch hier erwähnen, weil manchmal kann eine Verarbeitung je nachdem auch Nährstoffe erhöhen. Beispielsweise, wenn man gewisse Lebensmittel kocht oder so. Oder wenn Aromen dazugegeben werden. Wenn eine Verarbeitung so ist, dass da irgendwie Erdbeeraroma reinkommt oder was auch immer für Aromen da reinkommen oder Emulgatoren oder was auch immer ich irgendwo beimische, dann ist das eine andere Sache, finde ich. Und also ich achte schon darauf, dass es nicht stark verarbeitet ist, aber ganz auf verarbeitete Lebensmittel verzichten, auch ich als Veganer, das ist schon manchmal schwierig. Also auch nicht so alltagstauglich, finde ich. Siehst du es anders? Schreib es in die Kommentare. Aber im Grundsatz, das so zu betrachten, ist meiner Meinung nach völlig falsch, weil ganz ehrlich, was möchte man dann irgendwann noch essen, wenn wir nicht mehr Haferflocken, Reis, auch so ein, ja, Reis. Reis ist so ein Thema. Als ich das damals gemacht habe mit Instagram und dann gesagt habe, hier, das koche ich gerade für mich und so, das war genau diese Diskussion. Wie kannst du Reis essen? Reis hat Arsen. Wie kannst du Reis essen? Du machst dir jetzt da Curry in den Reis? Weißt du eigentlich, wie sehr das deinem Darm schadet und wie sehr das deiner Verdauung an sich schadet? Das kannst du doch nicht machen. Patricia, lass uns mal dein Postfach bitte durchgehen. Wir müssen es auch nicht on cam machen, aber ich würde es gerne mal wissen. Dann dürften wir solche Dinge gar nicht mehr essen, weil dann können wir auch sagen, gut, Reis ist ungesund, Nudeln sowieso, weil die sind noch viel stärker verarbeitet. Dann dürfen wir auch kein... Wie kannst du Nudeln machen? Wie kannst du Lasagne essen? Das kannst du doch nicht machen. Doch nicht als CEDler. Du hast einen Kanal, wo du Menschen mit CED erreichst. Da kannst du doch nicht Lasagne essen. Schmeckt mir aber. Brot mehr essen, dann dürfen wir auch... Das ist eine vegane Lasagne. Kein Joghurt mehr essen, kein pflanzliches Joghurt, keine pflanzliche Milch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es geht mir auch darum, es wird einfach pauschal gesagt, verarbeitet schlecht. Und ich persönlich bin auch für eine sehr natürliche Ernährung und ich kaufe wirklich fast keine Fertigprodukte mehr und ich schaue auch, dass wenn ich etwas esse, dass es nährstoffreich ist. Das ist für mich und für meine Gesundheit mir sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch... Die Balance sollte immer da sein, ne? Die Balance sollte immer da sein. Als Veganer kannst du dich mistlich ernähren. Das andere Wort darf ich ja hier nicht sagen auf YouTube. Weil einfach, du kannst auch vegane Burger essen.
Sollte man jeden Tag vegane Burger essen? Nein, sollte man nicht. Sollte man jeden Tag vegane Tiefkühlpizzen zu sich nehmen? Nein, sollte man natürlich nicht. Es kommt auf dieses Verhältnis an. Esse ich trotzdem gerne mal einen Burger? Leider ja. Esse ich trotzdem gerne mal eine Tiefkühlpizza vegan? Leider ja. Es kommt auf das Verhältnis an. Es ist nicht schlimm, wenn man es mal macht, wenn man sich nicht gerade in einem Schub befindet oder so. Achtsames Essen, ich glaube, darauf kommt es doch auch ein bisschen an, oder? Achtsames Essen, sich hinterfragen, wenn mein Darm jetzt mit mir reden könnte, würde der sagen, oh ja, gib mir jetzt die Tiefkühlpizza, oder würde der sagen, bloß nicht? Ist ein Perspektivwechsel, der dazu führen kann, dass man achtsam Sachen essen kann. Und ich glaube, Essen ist einfach auch Emotion und Essen ist einfach auch Genuss. Und es darf schmecken. Und wenn mir mal nach Tiefkühlpizza ist, dann ist das so. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Es sei denn, ich bin in einem Schub. Dann ist Tiefkühlpizza keine gute Entscheidung, glaube ich. Gelernt, dass man mit solchen übertriebenen Ansichten eben auch sich negativ beeinflussen kann. Und ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich überall schlechte Lebensmittel und ungesunde Lebensmittel sah. Und das hat leider in eine sehr falsche Richtung eingeschlagen. Und das möchte ich per se für mich so nicht mehr. Und genau das ist das, wo ich jetzt als Coach reinkomme, systemischer Coach reinkomme, der dann sagt, du möchtest gerne eine hohe Lebensqualität haben, trotz CED. Das heißt, du darfst dich immer mal wieder fragen, ist es jetzt gerade gut, wenn ich jetzt den veganen Burger zu mir nehme, die Lasagne esse, den Reis esse, oder ist es gerade nicht gut? Und wenn gerade nichts dagegen spricht und du hast Hunger darauf, dann mach es, wenn du möchtest. Aber ich finde diesen Perspektivwechsel, sich vorzustellen, dein Darm könnte mit dir reden, was würde er dir jetzt empfehlen, den finde ich nicht schlecht, weil du dann nämlich eine andere Perspektive eingenommen hast und dann guckst, schade ich mir jetzt selbst damit oder schade ich mir nicht damit. Aber ich verbiete mir jetzt alles die ganze Zeit, das wird dich nicht glücklich machen auf Dauer. Und da würde ich jetzt als systemischer Coach dich fragen, macht dich das glücklich, wenn du dir jetzt alles verbietest? Was wird das Ziel sein, wenn du dir jetzt alles verbietest? Was ist das Ziel, was du erreichen möchtest? Und lohnt sich für dich der Weg dahin, wenn du dir jetzt alles verbietest? Und wenn du dir alles verbietest, was ungesund ist, was bleibt denn dann übrig? Reicht dir das? Bringt dir das mehr Lebensqualität? Oder schränkt dich das eher ein vielleicht? Das sind so Fragen, die man dann in der Situation stellen könnte. Auch der Grund, warum ich das so weitergebe, weil es geht nicht darum, um Lebensmittel als negativ zu betrachten und als ungesund zu betrachten. Es kommt doch auch immer darauf an, in welcher Menge man etwas isst und ja, vor allem eben auch, dass wir ja auch irgendwie mit der ganzen Situation heute zurechtkommen, weil ganz ehrlich, wenn ich dir das einfach so sagen darf, wenn du die Möglichkeit hast, dann kauf dir irgendwo ein Haus, was völlig abgeschottet ist von der Außenwelt und pflanze dir alle Lebensmittel selbst an und dann probier's. Aber ganz ehrlich, das ist doch heute fast nicht mehr umsetzbar. Lebst du so nicht? Entschuldigung. Und deshalb geht es doch darum, dass wir auf unsere Darmgesundheit achten, aber auch in einem möglichen Maß und vor allem auch, dass wir uns nicht komplett abschotten von der ganzen Welt und wie auch gar nicht mehr an diesem ganzen, an der ganzen Gesellschaft teilhaben können, weil da sind wir nämlich genau in diesem ganzen Punkt. Das ist für mich jetzt schon wieder so weit weg, aber Menschen, die gerade ihre Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa bekommen haben, kennen das Gefühl, wenn sie dann mit der Diagnose mit Freunden zusammen einfach mal wieder essen gehen. Und ich habe ganz oft Menschen im Coaching, die sagen, was kann ich denn jetzt noch essen? Ich habe jetzt diese Diagnose, ich weiß, das und das tut mir nicht gut, dann tut mir das nicht gut, jenes tut mir nicht gut, Linsen, kann ich überhaupt nicht essen, Ballaststoffe, tut mir total weh. Das ist so eine schwierige Frage. Was kann ich jetzt eigentlich noch essen? Und wenn du dir dann noch alles verbietest, dann ist das sehr, sehr schwierig, finde ich.
eben wie gesagt, wenn wir Haferflocken als stark verarbeitet anschauen, dann können wir irgendwann gar nichts mehr essen. Kommen wir zu einem weiteren Grund, was häufig angesprochen wurde, und zwar, dass Haferflocken Lektine enthalten, giftige Lektine. Und das ist auch ein Punkt, wo man immer wieder liest und hört, dass Lektine extrem giftig sind für unseren Körper. Doch ist das wirklich wahr? Ja, Lektine sind tatsächlich giftig. Was mache ich jetzt? Wasche ich jetzt meine Haferflocken? Also, dass man Reis wäscht, ist ja auch bekannt. Haferflocken? Was mache ich jetzt? Wenn du sie in großen Mengen zu dir nimmst. Wenn du beispielsweise Hülsenfrüchte, ich sag mal Kichererbsen, roh essen würdest, also roh, dann hätte ich einen ganz, ganz tollen Nachmittag. Einen super Nachmittag hätte ich dann. So nicht aus der Dose, weil die sind vorgegart, sondern wirklich halt roh aus der Packung, die du... Auch die würden doch manchmal ein paar Probleme machen. Sind wir beim Thema achtsames Essen. Ich weiß, mein Darm sagt nicht, oh, isst das ganze Glas Kichererbsen, sondern, komm, ein paar gehen, aber mach nicht zu viel, damit ich nicht überfordert bin. Achtsam. Was du auch nicht essen kannst, weil sie so hart sind. Wenn du das wirklich essen würdest, dann wäre das hochtoxisch, das heißt, es wäre giftig und du würdest auch quasi dich vergiften, weil dort gibt es das Lektin Fasin und das Wusstest du das? Schreib's mal in die Kommentare. Tatsächlich sehr giftig. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich einige Lebensmittel auch Lektine enthalten, aber in einer sehr niedrigen Form. Und das wiederum als nicht ungesund gilt. Und man kann sogar oder man nimmt sogar teilweise an, dass auch einen kleinen Teil an Lektinen, wie du sie dann eben beispielsweise in Haferflocken finden würdest oder beispielsweise auch in Tomaten, dass die gar nicht schlecht sind, sondern sogar auch positiv sein können, wenn sie eben in dieser kleinen Menge vorkommen. Dazu gibt es aber noch viele Unsicherheiten. Was ich dir aber ganz ehrlich sagen kann, du musst weder auf Hülsenfrüchte verzichten, noch auf Haferflocken. Da kommt es meistens nämlich auch auf die Zubereitung darauf an, weil gerade wenn du jetzt beispielsweise Kichererbsen gegart isst oder gekocht isst, dann sind sie durchaus sehr, sehr wertvoll natürlich, weil dort dann der Lektingehalt quasi komplett reduziert wird. Als Veganer muss ich ja dann da einhaken und muss sagen, vegane Ernährung ohne Hülsenfrüchte, schwierig. Supplemente nebenbei nehmen, finde ich sowieso für mich ganz gut, um einfach wirklich zuzusehen, dass ich keine Lücken habe und dass ich die Lücken alle schließe. Aber meine Hauptnährstoffe möchte ich gerne über die Ernährung nehmen. Und da sind Hülsenfrüchte und aber auch Haferflocken aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig. Aber eben, was ich dir angesprochen habe, Tomaten und so weiter, die haben auch zu einem kleinen Teil Lektine enthalten, die aber in so einer kleinen Menge sind, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Was ich dir bevor dem Fazit noch kurz sagen möchte, wenn dich das Thema Lektine oder Hülsenfrüchte interessiert, was du da drauf achten kannst, dann kannst du übrigens auch gerne noch meinen Blogartikel darüber durchlesen. Ich werde dir den Link hier in die Beschreibung packen. Hier auch. Und jetzt würde ich sagen, erkläre ich dir nochmals alle Fakten und zeige dir auf, ob jetzt Haferflocken wirklich so ungesund sind. Und ich werde dir hier auch noch einen wichtigen Tipp verraten, was du bei den Haferflocken beachten darfst, damit die Aufnahme ein bisschen besser ist. Zum Fazit. Ich finde es nicht okay, Haferflocken als toxisch und als giftig zu deklarieren, weil Haferflocken haben ganz, ganz viele Benefits auch für unsere Darmflora. Aber hatte ich recht damals. Das möchte ich dir auch noch gerne mit. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach 2-3 Stunden wieder Hunger hatte und das Sättigungsgefühl abgenommen hatte. Was ich aber darauf schließe, dass ich halt auch mehr zugenommen hatte und mehr wieder essen wollte und weniger die flüssige Nahrung über meinen Port bekommen habe. Also die künstliche Ernährung.
Haferflocken enthalten Phytinsäure und Phytinsäure kann die Nährstoffaufnahme reduzieren. Das ist grundsätzlich nicht nur schlecht, aber wenn du die Haferflocken bekömmlicher machen möchtest, dann kannst du dir eben gekeimte Haferflocken kaufen oder du kannst eben die Haferflocken beispielsweise auch einweichen. Und deshalb sind beispielsweise Overnight Oats ein sehr gutes Rezept mit Haferflocken. Das kenne ich mit Chiasamen, aber nicht mit Haferflocken. Okay. Weil du so natürlich die Haferflocken über Nacht einweichen lässt. Und ansonsten würde ich dir empfehlen, die Haferflocken... Hast du das schon mal gemacht? Dann lass mich das gerne mal wissen. 30 Minuten einzuweichen und so hast du einfach einen besseren Effekt. Aber ich kann dir auch hier sagen, du kannst auch normale Haferflocken essen, weil ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es manchmal auch nicht, wenn ich am Morgen schon sehr viele Termine habe, dann sind sie vielleicht auch mal nicht 30 Minuten eingeweicht. Manchmal vergesse ich es auch und das ist auch völlig okay. Aber als kleiner Tipp einfach, wenn du wirklich das Ganze oder die Phytinsäure reduzieren möchtest, dann macht das wirklich durchaus Sinn und kann ich dir definitiv auch von Herzen empfehlen. Was sie ja damit auch gesagt hat, ist ganz klar, Ernährung muss auch alltagstauglich sein. Muss in deinen Beruf reinpassen. Wenn du, wie ich, von zu Hause aus arbeitest, dann ist das für mich hier 5 Schritte in meine Küche und ich kann mir was zubereiten. Wenn du aber morgens das Haus verlässt, sehr früh, vor dem Frühstück vielleicht, und deine ganzen Sachen mitnimmst, deine Klamotten, oder du bist auf eine Kantine angewiesen, das finde ich als CEDler übrigens sehr schwierig. Oder du bist auf irgendwelche Lieferdienste angewiesen, dann ist das ein schwieriges Thema. Ernährung muss auch alltagstauglich sein und gleichzeitig gesund. Das ist schon eine große Hürde, die man da schließen muss. Aber ich würde wirklich sagen, du musst nicht auf Haferflocken verzichten und du kannst trotzdem auf deinen Darm achten, weil ganz ehrlich, wenn Haferflocken so giftig sind, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Ja, aber meinem Darm geht es blendend, mir geht es super, und ich hatte mal sehr viele Probleme, von dem her kann ich das einfach abschließend sagen. Aber noch als kleiner Zusatztipp, was ich dir empfehlen kann, wenn wir gerade noch ein bisschen beim Thema Darmgesundheit bleiben, was ich immer wieder empfehle, ist einfach abwechslungsreich. Es müssen nämlich nicht jeden Tag Haferflocken sein. Oder Tiefkühlpizza oder Lasagne oder Reis oder Burger, vegan. Nee, muss nicht. Bei mir übrigens auch nicht. Ich variiere das gerne und es gibt so viele verschiedene Flockenarten. Also du kannst beispielsweise Hirseflocken verwenden, Buchweizenflocken, Reisflocken und so weiter. Und ich schaue da auch meistens, dass ich da ein bisschen variiere. Und ja, so sind es nicht immer die bösen Haferflocken. Und von dem her, das einfach noch als kleiner Zusatztipp. Und ich muss hier einfach noch ganz kurz eine kleine Ergänzung machen. Etwas, was ich nämlich nicht verstehe, ist, dass immer mehr Lebensmittel als schlecht angesehen werden und als giftig betitelt werden. Aber die Menschen, die das sagen, meistens überhaupt keine bessere Ernährung haben und irgendwie einfach etwas mal gelesen haben und es einfach dann mal raushauen und sagen. Und treffen dann Menschen, die verunsichert sind, weil sie gerade eine Diagnose bekommen haben, weil sie gerade nicht mehr wissen, was sie eigentlich essen sollen. Und dann wird einfach auf Instagram der ganze Kram rausgerotzt. Ich nenne es jetzt so. Ich glaube, sie will es auch so nennen, tut es aber gerade anders. Aber das ist wirklich... Es ist schwierig. Als ich damals meine Diagnose hatte, wusste ich ja auch nicht genau, was soll ich jetzt noch essen, was kann ich noch essen. Und bis ich meinen Weg gefunden hatte, war ich sehr verunsichert, auch durch viele, viele, viele Postings in den sozialen Medien. Ja. Und deswegen, manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, was man raushaut, aber das machen nicht viele. Das ist leider ein großes Problem, gerade im Ernährungsbereich. Das ist schädlich, weil ganz ehrlich, die Menschen, meistens die sind, die sehr viele Fertigprodukte zu sich nehmen, beispielsweise künstliche Süßstoffe, beispielsweise dann auch irgendwelche hochverarbeiteten Proteinpulver. Und da stimmt das ganze Bild dann für mich nicht, weil wenn jemand, der eben wie das genannte... Der seine Haferflocken in Proteinshakes mit reinmacht, das ist ja dann doppelt toxisch irgendwie. Aus irgendwo
ihm nirgendwo hat und alles selbst anpflanzt, dann kann das die Person gerne sagen. Aber ich finde, man muss da einfach auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen über ein Like und auch gerne über einen Kommentar. Das tun wir doch. Das tun wir doch. Patricia, herzlichen Dank für dieses Video hier. Danke, dass ich darauf reacten durfte. Und ja, nicht alles verdammen, nicht alles sich selbst verbieten, ganz, ganz wichtig. Und checkt einfach mal die Seite Eat Your Way aus. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit und auf das nächste Video, was ich vielleicht finde, wo ich dann drauf gucken kann. Lass mir gerne mal in den Kommentaren da, isst du gerne Haferflocken? Schaden sie dir? Worauf achtest du bei Haferflocken? Wie viel nimmst du am Tag zu dir? Nimmst du sie täglich? Nimmst du sie, frühstückst du überhaupt? Wäre auch schon mal eine Frage. Lasst mir das alles mal unten in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt. Jawohl. Ansonsten würde auch ich mich über einen Like freuen. Schaut gerne bei der Kollegin vorbei. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Liebe Grüße, dein Kai. Tschüss.